Wir befinden uns hier in Schloss Hubertusburg in Wermsdorf in der Ausstellung Vergissmeinnicht, Museum der unentdeckten Erinnerungen. Und wir haben hier in 6 Räumen eine Ausstellung, die sich ganz stark mit den Besucherinnen beschäftigt. Jeder Ausstellungsraum stellt eine persönliche Frage an die Kunst, aber auch eben an die Person, die das liest, die sich das anschaut. Das sind Fragen wie fühlen sich deine Erinnerungen an? Was brauchst du, um dich zu erinnern? Und nicht zuletzt geht es auch darum, wie wir gemeinsam neue Erinnerungen schaffen können. Wir werden Schloss Hubertusburg und die Geschichte von Schloss Hubertusburg sehen in den Räumen, aber nicht immer auf den ersten Blick. In diesem Jahr geht es nicht wie in vorherigen Ausstellungen um die Nutzungs- oder Schlossgeschichte. Dafür haben wir primär zeitgenössische Kunst genutzt. In der Ausstellung gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die BesucherInnen auch selbst aktiv werden können. Eine Möglichkeit ist hier der Ovalsaal, in dem wir jetzt sitzen. Wir haben hier Memory Spaces eingerichtet, Dialogsituationen, wo Fragen gestellt werden, die man beantworten kann, wenn man möchte. Wir haben in einigen Räumen auch Audiostationen, wo wir Interviews mit Wermsdorferinnen aufgenommen haben, die von ihren ganz persönlichen Erinnerungen erzählen. Und wir haben auch beispielsweise eine Schreibstation, wo man eine Postkarte verschicken kann, kostenlos aus der Ausstellung heraus. Wir haben ja eine Kooperation mit der LVZ, die uns das ermöglicht. Wir haben speziell für die Ausstellung eine 5-teilige Filmreihe bekommen, in der Schloss Hubertusburg aus verschiedenen Perspektiven gezeigt wird und verschiedene Epochen. Und wir haben sozusagen über die Filme die Möglichkeit, in die Schlossbereiche zu blicken, die uns jetzt aktuell nicht zugänglich sind und genauso eben einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, die uns ja in diesem Maße auch nicht mehr zugänglich ist. In dem Werk Blue Tiles in Raw Flesh verarbeitet die Künstlerin Adriana Varejão die Vergangenheit ihres Heimatlandes Brasilien. Das Werk besteht aus gemalten blauen Kacheln, diese berühmten portugiesischen Kacheln, die eben sinnbildlich für Portugal stehen, welches Brasilien kolonialisiert hat. Und dieses Werk beschreibt eben sehr eindrücklich, wie schmerzhaft dieser Prozess ist des Heilens, dass wir die Erinnerung auch dafür brauchen. Und das raumbestimmende Objekt ist hier das Archiv von Christian Boltanski. In speziell diesem Fall hat er sein eigenes Leben als Archiv dargestellt. Wir haben jetzt aber als, sage ich mal, Besucherin dieser Ausstellung keine Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Wir wissen nicht, was in seinem Archiv seines Lebens, was er da für sich abgespeichert hat. Das sind sehr persönliche Sachen, das sind Fotos, Hochzeitsfotos, Postkarten, Tagebücher etc. Die haben aber einfach keinen Wert mehr, weil die Person, die irgendwie daran erinnern könnte, weg ist. Irgendjemand hat sie auf den Flohmarkt gegeben zum Verkaufen. Jetzt liegen sie hier, wir geben ihnen sozusagen einen neuen Erinnerungswert. Also der Stapel wird während der Ausstellung immer kleiner. Man kann sich ein Poster mitnehmen, wenn man das möchte. In diesem Jahr kann man frei entscheiden, ob man Eintritt bezahlen möchte oder nicht, wie viel man bezahlen möchte. Und somit sind natürlich auch alle ganz herzlich eingeladen, so oft zu kommen, wie sie das möchten.